Also mich hat ja schon immer fasziniert, als ich ganz jung zu den Yogis kam, warum sehen eigentlich diese ganzen alten Yogis immer so jung aus, beziehungsweise sind so altersunabhängig. Und dass ich nicht begriffen habe und verstanden habe, woran das liegt. Ist es jetzt das Yoga? Ist es irgendwie die Einstellung? Und wahrscheinlich ist es alles auf einmal, die verschiedenen Aspekte. Und tatsächlich hat es aber auch was mit dem Gehirn zu tun, also zum einen wirklich mit der Meditation, weil es ja wirklich so ist, dass umso mehr du in deinem Geist verharrt bist und da irgendwie feste Strukturen hast, das prägt sich auf dein ganzes System aus und dementsprechend eben auch auf deine Gesichtszüge und auf dein ganzes äußeres Erscheinungsbild. Und was ich jetzt ganz spannend fand, ich werde jetzt auch bald 40, ich habe angefangen, mich damit zu beschäftigen und habe mir verschiedene Sachen angeschaut, was andere empfehlen und was man machen kann, um irgendwie toll auszusehen, einfach aus Interesse. Gesichtsyoga gibt es ja. Ich habe ein bisschen was auf meinem Instagram-Kanal dazu gemacht, aber ich möchte ein bisschen mehr dazu machen. Also eine Basis ist einfach, dass du dich natürlich mit deinem Gesicht irgendwie auch beschäftigst. Das ist voll von Muskeln und so weiter, dass du versuchst, nicht diese Starre zu bekommen. Und das ist letztendlich eigentlich die Kunst. Was ist der Unterschied zwischen den Kindern? Sie lachen den ganzen Tag, sie machen den ganzen Tag Grimassen, sie bewegen sich viel mehr. Also sie sind auch äußerlich viel mehr in der Bewegung, als also älter du wirst, bist du halt immer eingefahrener und dementsprechend hast du dann halt auch deine Gesichtsstruktur. Also das ist ein sehr interessanter Zusammenhang, den man sich mal einfach angucken kann in sich, wie beweglich ist man eigentlich innerlich und äußerlich und kann man beweglich bleiben, trotz dessen, dass man älter wird. Das ist eine sehr interessante Frage, finde ich einfach, und eine spannende Geschichte. Wie kannst du das wie kannst du das eigentlich dir bewahren? Und damit meine ich jetzt nicht in dem Sinne einfach nur, damit du toll aussiehst, sondern damit letztendlich dein ganzer Mind irgendwie frisch bleibt und damit du wach bleibst und in dem Verständnis davon auch, also eigentlich letztendlich irgendwo diesen Kindanteil behältst. Und das ist die große Kunst, dass wir versuchen müssen, umso älter wir werden, uns immer wieder damit auch zu verbinden. Also ich meine, es ist alles ein Kann, aber offensichtlich, und das ist meine Beobachtung, ist es ganz klar, dass entweder Leute, die sehr viel meditieren, und im Kundalini-Yoga machen wir ja zum Beispiel ganz viel Bewegung an sich mit dem ganzen Oberkörper, mit den Armen, mit dem Atmen und so weiter. Das kannst du auch in einfachen Sachen im täglichen umsetzen. Aber wenn du das machen willst, versuche wirklich ein paar Dinge zu beachten. Das eine ist, versuche deine Atmung jeden Tag zu trainieren in irgendeiner Form, dass du nicht nur immer in der gleichen Sequenz atmest. Das ist ja eigentlich letztendlich die absolute Basis von uns Yogis, dass wir versuchen, einfach mal tief zu atmen. Und da ist so viel Weisheit drin und da ist auch so viel Gesundheit drin, dass es sich einfach lohnt, da mal hinzugucken und verschieden zu atmen. Oder was wir auch einfach verlernt haben, ist dieses zu stöhnen, auszuatmen, dir selber Ausdruck zu geben, was eben, wenn du kleine Kinder beobachtest oder ganz alte Menschen, die schon wieder jenseits davon sind, ganz automatisch machen. Und die so im mittleren Alter, wenn wir alle funktionieren, wir machen alle unseren Job, wir gehen alle da und dahin und es ist alles sehr starr und so weiter. Und dann kriegst du irgendwann auch diesen Ausdruck. Und die Frage ist, ja, also wo willst du hin? Klar, aber diese Öffnung nach oben ist einfach wie so, also die gibt dir auf allen Ebenen einfach auch tatsächlich eben eine Frische und eine Vitalität. Das Thema ist ja letztendlich auch Vitalität. Was strahlst du aus? Und dann ist es irgendwie egal, weil selbst wenn du total viele Falten hast, bist du trotzdem einfach in dieser Vitalität. Und ich habe wirklich viele Yogis getroffen, die über 70 waren. Von Weitem konnte ich wirklich nicht sagen, wie alt ist dieser Typ? Ist der jetzt 50? Ist der jetzt 80? Oder wie alt ist der? Und ich war jedes Mal super überrascht, wo ich dann das Alter erfahren habe und gedacht habe, wow, wie macht er das? Und letztendlich scheint in diesem Yoga wirklich auch diese Vitalität drin zu stecken.
Das eine ist eben das Atmen und das andere ist tatsächlich diese Beweglichkeit, dein Ausdruck, deine Emotionalität, Meditation und auch, dass du versuchst, wirklich diesen Bereich von deinen Gesichtsmuskeln und deinen Schultern und deinen Nacken und so weiter zu bewegen, weil damit stimulierst du genau diese Kanäle. Und du kannst es natürlich abfangen, indem du jeden Tag einfach diese Yoga-Praxis machst. Dann hast du den gleichen Effekt. Wenn es dir zu viel ist, dann versuch dich selber daran zu erinnern, zu disziplinieren, nicht diese Starre zu entwickeln. Weil das ist meines Erachtens nach tatsächlich eben nicht nur physisch langfristig ein Thema, sondern dann halt eben auch psychisch, dass wir einfach eingefangen werden und nicht mehr so flexibel sind in vielerlei Hinsicht. Ja, es muss jeden Morgen so sein, es muss immer so sein, es gibt keinen Ausweich, es gibt keinen Weg, Dinge anders zu tun. Und du wirst merken, umso mehr du meditierst, umso mehr Yoga du praktizierst oder einfach dem Bewusstsein schenkst und es in deinen Alltag integrierst, wirst du raus aus dieser Starre dich bewegen können. Und das ist von meinem Empfinden her einfach unglaublich wichtig, auch für deinen geistigen Prozess. Ja, weil es ja letztendlich dann irgendwann auch darum geht, das loszulassen. Und das ist das, also was eigentlich ein bisschen auf eine Art wie die yogische Essenz ist. Oder das ist eigentlich eine Essenz, wenn du es halt nicht schaffst, im Täglichen irgendwo halt loszulassen, ja, und wirklich eben auch deinen Emotionen zum Beispiel Raum zu geben, dann schaffst du es halt auch nicht in der Übergangsphase. Zum einen, wenn du schlecht einschlafen kannst, ist es ein Zeichen, ja, wo du vielleicht mal hingucken könntest. Und zum anderen halt eben in dieser Riesenübergangsphase dann vom Sterben. Aber das ist ein anderes Thema. Da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Genau, also das ist sehr, sehr spannend. Damit habe ich mich viel beschäftigt in letzter Zeit. Und ja, ich werde da sicherlich auch noch mal was an anderer Stelle dazu sagen oder vielleicht einzelne Übungen geben. Wie gesagt, auf meinem Instagram-Kanal gibt es ein paar kleine Videos und Übungen, die halt noch mal ganz praktisch sind und die damit arbeiten. Und sonst würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst oder meine Inhalte teilst oder auch kommentierst, wenn du Fragen hast, damit ich darauf eingehen kann. Und in diesem Sinne wünsche ich dir erstmal eine ganz gute Zeit.